sind wir denn für die Geflüchteten eigentlich verantwortlich? Die Menschen, die hier zu uns kommen, die sind sehr heterogen. Alle sozusagen als eine homogene Gruppe zu betrachten, das erschwert natürlich den Integrationsprozess. Die Migrationsfrage hat die AfD sehr stark werden lassen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich negative Reaktionen, dass Migration als Bedrohung gesehen wird. Wem sollen wir helfen? Wie viel müssen wir leisten, um Menschen zu helfen? Man kann schon davon ausgehen, dass wir so gute 3 Millionen Erwerbstätige verlieren werden in den nächsten 10, 15 Jahren, wenn eben nicht Zuwanderung in stärkerem Maße stattfindet. Wenn Menschen sich tatsächlich begegnen, miteinander sprechen, dann bauen sich Vorurteile sehr schnell ab. Aus dem Iran im Laderaum eines LKWs über Serbien, Kroatien und Slowenien, von Italien bis nach Österreich mit dem Zug und schließlich zu Fuß von Österreich nach Deutschland. So ist vor ein paar Jahren ein guter Freund von mir aus dem Iran nach Deutschland geflüchtet. Ich finde es immer noch unglaublich, dass er diesen harten Weg auf sich genommen hat und das ohne sich vorher von seiner Familie verabschieden zu können. Über die Probleme, die Geflüchtete in Deutschland haben, wollen wir im Verlauf dieser guten Frage sprechen. Es soll aber auch darum gehen, wie Migration unsere Gesellschaft spalten kann. Außerdem schauen wir uns an, warum unsere Wirtschaft in Zukunft sogar auf Zuwanderung angewiesen sein wird. Ich bin jetzt an der Augustusbrücke Dresden und sehe vor mir gerade den Aufbau des 7. Gastmahls Dresden ist bunt. Dazu versammeln sich Menschen aus allen Ecken der Stadt an einer 600 Meter langen Tafel, um gemeinsam zu essen und zu feiern. Und hier treffe ich mich jetzt mit Yumna Fuad. Sie schreibt gerade ihre Dissertation über Dynamiken der Herabsetzung in Integrationskursen und weiß mehr darüber, mit welchen Hürden und Reaktionen Geflüchtete in Deutschland konfrontiert werden. Was kann sich einen in den Weg stellen, wenn man hierher kommt? Es gibt mehrere Zugangshemmnisse, was Behörden betrifft. Lange Wartezeiten zum Beispiel. Amtssprache, also das ist auch, gehört zur Sprache, aber also deutsche Amtssprache ist natürlich schwierig, auch für viele Muttersprachler. Und noch auch, was ich aus meiner Sicht sehe, auch sozusagen aus der Praxiserfahrung, dass viele Geflüchtete oder viele Zuwanderer überhaupt keinen Zugang zu Angeboten haben oder sie wissen davon nicht. Würdest du sagen, dass dieser Integrationsprozess in Deutschland besonders schwierig ist? Also erstmal, bevor ich die Frage beantworte, sollen wir uns irgendwie auf einen bestimmten Integrationsbegriff einigen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Integration bedeutet, einen Platz in der Gesellschaft zu finden, dass jeder, der hierher kommt, irgendwie auf derselben Augenhöhe wie Einheimischen behandelt wird und die gleichen Chancen bekommt. Es gibt aber einen anderen Integrationsbegriff und der sehr nah an Assimilationsbegriff dann ist, der als nur eine einseitige Anpassung von Geflüchteten gesehen wird. Das erschwert natürlich den Integrationsprozess, weil die Menschen, die hier zu uns kommen, die sind sehr heterogen. Also im Integrationsprozess, also in Deutschland wie auch in Österreich oder in anderen Ländern, gehören auch Integrationskurse zum Beispiel. Der Integrationskurs ist mein Forschungsgegenstand. Es gibt leider mehrere Positionierungspraktiken, die in dem Integrationskurs erfolgen, die eigentlich den Diskurs des Fremdmachens von Geflüchteten sehr fördert. Ich denke nicht, dass es überhaupt der Zweck von dem Integrationskurs, dass die Menschen als anderen gelabelt werden und so zu sehen, in dem Sinne von, wir leben hier in Deutschland mit diesem Lebensstil und ihr sollt euch dran anpassen. Das sieht man auch sehr gut in den Lehrbüchern von den Integrationskursen. Wie zum Beispiel Geflüchtete oder Migranten, mit welchen Bildern sind sie überhaupt da drin dargestellt sind. Mit welchen Stereotypen und Vorurteilen auch sind sie konfrontiert. Sogar in dem Integrationsprozess, wo sie lernen sollen, wie sie in Deutschland leben können. Habe ich das richtig verstanden, dass du hast ja 2 Integrationsbegriffe erwähnt, dass es bei diesem Assimilationsbegriff eher darum geht, wer herkommt, passt sich an uns an. Und bei dem anderen Begriff geht es eher darum, wir passen uns vielleicht gegenseitig aneinander an, um uns gegenseitig zu integrieren. Genau. Was wäre deiner Meinung nach
eine Möglichkeit, wie man die Integrationskurse verbessern könnte, hin zu einem anderen Integrationsbegriff oder Verständnis? Also ich finde den Integrationskurs per se nicht schlecht, also das darf ich auch nicht behaupten. Es ist eine sehr gute Idee und ich finde, die Sprache ist auch wichtig, irgendwie für die gesellschaftliche Teilhabe. Wenn man weniger von den kulturellen Aspekten, die eigentlich in den Integrationskursen sozusagen reinfließen und viel mehr Sprache, viel mehr realitätsnahe Konzepte, die den Geflüchteten und Migranten eigentlich mehr helfen. Zum Beispiel Behördenumgänge, wie schreibt man eine Bewerbung, wie bewerbt man sich für ein Praktikum. Also das sind aus meiner Sicht wichtigere Inhalte, als das idealisierte Bild von Deutschland irgendwie in dem Kurs zu vermitteln, was laut mehreren Ergebnissen, also von Studien, nicht belegbar ist. Von einem bunten Ort mit interkulturellen Begegnungen bin ich jetzt unterwegs zu einem Platz, der in der Vergangenheit häufig für negative Schlagzeilen gesorgt hat. 2014 gründete sich die rechtsextreme Organisation Pegida hier in Dresden und rief wöchentlich zu Demonstrationen auch auf dem Theaterplatz vor der Semperoper auf. Ein guter Ort also, um darüber zu sprechen, warum Migration in einer demokratischen Gesellschaft auch zu Problemen führen kann. Und bei dieser Frage kann mir der Leiter des Mercator-Forums für Migration und Demokratie, Professor Hans Vorländer, weiterhelfen. Migration kann in einer demokratischen Gesellschaft ja auch zu Problemen führen. Was können das für Probleme sein und vor allem, warum treten die auf? Wenn 1 Million Geflüchtete nach Deutschland kommen, so wie es auch jetzt zuletzt in der Ukraine Kriegssituation ist, dann müssen die aufgenommen werden. Sie brauchen Wohnungen, sie brauchen Registrierung, sie brauchen dann auch einen Arbeitsplatz. Und die Kinder müssen in Kitas oder in Kindergärten oder in Schulen untergebracht werden. Das ist eine enorme administrative Herausforderung und dafür sind die Kommunen zuständig. Das heißt, wir brauchen hier Ressourcen, wir brauchen Personal und wir brauchen effizientes Management der Einwanderung oder der Zuwanderung. Politisch wird es immer umstritten sein, weil Migrationsfragen sind solche Fragen, die in einem hohen Maße die Gesellschaft auch spalten können. Und das führt dann eben zu unterschiedlichen auch politischen Reaktionen im politischen Feld. Und da sind solche großen politischen Debatten einerseits ein Spiegel der Befindlichkeit der Gesellschaft, andererseits natürlich eine Herausforderung für die Demokratie. Steht denn das Erstarken von rechtspopulistischen Parteien in einem direkten Zusammenhang mit Migration? Und gucken wir uns Deutschland an, haben wir gesehen, dass die AfD als eine der herausragenden Vertreterinnen rechtspopulistisch motivierten Protestes in der Gesellschaft nach 2015, 2016 sehr stark angewachsen ist. Und die Migrationsfrage hat die AfD sehr stark werden lassen. Insofern sind Krisen generell, aber die Migrationskrise insbesondere, Katalysatoren. Das heißt, sie beschleunigen den Aufstieg rechtspopulistischer Einstellungen, aber auch rechtspopulistischer Parteien und Strömungen. Die kürzlich veröffentlichte Studie von MIDEM zur Polarisierung der Gesellschaft hat ja herausgefunden, dass besonders Migration bei den eher rechts eingestellten Personen sehr stark polarisiert. Woran liegt das? Wir haben festgestellt, dass sie affektiv sehr stark polarisiert sind, dass viele Emotionen im Spiel sind. Und affektive Polarisierung bedeutet, dass man sehr ablehnend gegenüber anderen Meinungen ist, also zum Beispiel gegenüber denjenigen, die für Weltoffenheit und Aufnahme von Geflüchteten eintreten. Woher kommt das? Wir haben eben auch im rechten politischen Spektrum sehr starke Antimigrationseinstellungen, sehr skeptische Einstellungen gegen Islam. Auf diesem Platz ist Pegida quasi entstanden. Also ist eine kulturelle Ablehnung auch von anderen Herkunftsländern und Kulturen. Dazu kommen auch, dass eben auch rechtsextreme Einstellungen vorhanden sind, also bis hin von Fremdenfeindlichkeit bis hin zu durchgehendem Rassismus. Hängt das, würden Sie sagen, das hängt hauptsächlich mit der Religion zusammen oder gibt es auch noch andere Faktoren, die das begünstigen, diese Ablehnung?
Und das hängt vor allen Dingen mit dem Eigen- und dem Fremdbild zusammen. Das heißt, das ist gar nicht so rational, sondern das sind eben Menschen, die sehen anders aus. Aber es gibt eben auch Motive, die hängen beispielsweise mit dem zusammen, was wir nennen Wohlfahrtschauvinismus. Das heißt, dass die Menschen denken, dass diejenigen, die zu uns kommen, uns was wegnehmen. Dass sie in die Sozialsysteme einwandern. Und kulturell ist im Augenblick, glaube ich, eines der grundlegenden Narrative, dass diejenigen, die kommen, kulturell nicht zu uns gehören. Und das eben auch vermischt mit Verschwörungstheorien, dass das Ganze sozusagen eine Umvolkung ist von ganz bestimmten Eliten. Seit 1953 gab es in Deutschland 6,5 Millionen Asylanträge. Weniger als 1 Million dabei im Zeitraum zwischen 1953 und 1989. 85,6% der Asylanträge wurden also seit den 90er Jahren gestellt. 2016 erreichten die Anträge mit rund 745.000 ihren Höchstwert. 2010 waren Afghanistan, der Irak und Serbien die häufigsten Herkunftsländer. Im ersten Halbjahr 2023 stellten dagegen Menschen aus Syrien, Afghanistan und der Türkei über die Hälfte aller Asylanträge. Derzeit befinden sich außerdem etwa 1,1 Millionen Geflüchtete aus der Ukraine in Deutschland. Der Großteil davon, nämlich 66%, sind Frauen. Bei 347.000 der Geflüchteten handelt es sich um Kinder, die jünger als 18 Jahre alt sind. Es wurde ja in letzter Zeit häufig kritisiert, dass Geflüchtete aus der Ukraine eventuell anders bzw. auch besser behandelt werden als beispielsweise Geflüchtete aus dem Nahen Osten. Ist das so? Also sind uns ukrainische Flüchtlinge lieber als andere Flüchtlinge? Ja, die einfache Antwort lautet ja, das sagen die entsprechenden Befragungen. Das hängt damit zusammen, erstens, dass sie so ähnlich aussehen wie ein weißer deutscher Mann oder eine weiße deutsche Frau, dass sie kulturell eben auch zu überwiegend dem Christentum, auch wenn gleich dem Orthodoxen zuzurechnen sind. Das sind solche Faktoren, dass die Menschen sagen, ja, die sind also kulturell integrierbar und deshalb werden sie solidarischer aufgenommen. Wie könnten sich denn Vorurteile abbauen lassen? Vorurteile bauen sich durch Begegnungen ab. Das ist das, was die Migrationsforschung als Kontakthypothese untersucht hat und immer wieder bestätigt gefunden hat. Das heißt, wenn Menschen sich tatsächlich begegnen, miteinander sprechen, auch auf dem Arbeitsplatz treffen, dann bauen sich Vorurteile sehr schnell ab. Dass wir von Migration nicht nur profitieren, sondern sie sogar brauchen, hat sich in den letzten Jahren in der Wirtschaft gezeigt. Ob in der Halbleiterindustrie, in der Pflege oder auch der Gastronomie, in Deutschland fehlen über 500.000 Arbeitskräfte. Ob und wie sich dieser Mangel durch Einwanderung ausgleichen lässt, das erfahre ich jetzt vom Inhaber der Professur für Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsforschung, Professor Alexander Chemnitz. Man hört ja im Moment richtig viel diesen Begriff Fachkräftemangel. Was ist das überhaupt und wie ist es dazu gekommen? Ja, da gibt es mehrere Gründe. Zum einen, dass gewisse Bedarfe einfach gestiegen sind an manchen Ausbildungen oder eben auch Berufsqualifikationen. Also ganz allgemein gesprochen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, also die MINT-Fächer. Aufgrund technologischen Fortschritts und technologischen Wandels ist das natürlich etwas, was sehr, sehr stark gefragt ist. Aber auch im Pflegebereich gibt es eine starke Nachfrage nach Personen, eben auch aus demografischen Gründen. Und zum anderen aber natürlich auch, die Akademisierung, die wir haben in Deutschland, also eine Tendenz, im Zweifelsfall eher einen Hochschulabschluss, dann eine Berufsausbildung zu machen. Und das erzeugt halt dann eben gewisse Mangel an Angeboten von verfügbaren Arbeitskräften in den jeweiligen Bereichen. Wie sieht es dann aus in der Zukunft? Brauchen wir jetzt beispielsweise hier in Deutschland Migration, um diese Anforderungen oder diesen Bedarf an Fachkräften decken zu können? Ja, ich denke, es wird ganz schwierig werden, das, sagen wir mal, aus den Köpfen, die schon da sind oder kommen werden, in Deutschland selber in den nächsten Jahren zu decken. Also wir haben diesen Rückgang um doch beträchtliche Zahlen. Man kann schon davon ausgehen, dass wir so gute 3 Millionen Erwerbstätige oder Personen im erwerbstätigen Alter verlieren werden in den nächsten 10, 15 Jahren, wenn eben nicht Zuwanderung in stärkerem Maße stattfindet, ganz klar. Ja. Die Zahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter wird sich in den nächsten Jahrzehnten immer weiter verringern.
Ohne Nettozuwanderung gäbe es bis 2035 in Deutschland sogar 9 Millionen Menschen weniger, die arbeiten könnten. Die Entwicklung unterscheidet sich aber auch je nach Region. Während die Menge der erwerbstätigen Personen in westdeutschen Flächenländern nur um 18% schrumpft, sind es im Osten ganze 30%. Das wirkt sich auch negativ auf den Fachkräftemangel aus, der jetzt schon 412 Berufe betrifft. Die größten Lücken klaffen in den Sozial- und Bildungsberufen, bei der Pflege und Gesundheit, in der IT-Branche, im Handwerk und bei den Metall- und Elektroberufen. Dieser Mangel könnte in Teilen durch Zuwanderung ausgeglichen werden. Studien haben gezeigt, dass die Hälfte der Geflüchteten 5 Jahre nach dem Zuzug erwerbstätig ist. Mehr als 50% gehen einer Tätigkeit als Fachkraft oder mit höherem Anforderungsniveau nach. Im Vergleich zu ihren Heimatländern sind allerdings auch deutlich mehr Geflüchtete in einer Arbeit tätig, die unter ihrer Qualifikationsstufe liegt. Von der Integration in den Arbeitsmarkt, was wären weitere Probleme oder Herausforderungen? Das setzt, glaube ich, auch schon relativ früh an, dass man nämlich tatsächlich eben auch Perspektiven gibt für Personen, die zuwandern, dass das eben auch ein langfristiges Ziel sein kann, hier zu bleiben dann und eben nicht nur kurzfristig mit Arbeitserlaubnissen temporären zu agieren. Ganz prinzipiell kann man schon sagen, natürlich gibt es immer Einzelfälle oder auch Ausnahmen zu der Regel, aber dass diese Zuwanderung, die stattfindet, ja nicht Jobs wegnimmt von Personen aus dem Inland, die sie sonst gehabt hätten. Und es geht ja darum, tatsächlich Mangel zu beseitigen zum Gutteil. Und das ist etwas, was im Großen stimmt, was aber auch in den allermeisten Betrieben stimmt. Und wenn das ein bisschen verstanden ist, dann geht das sicherlich auch besser. Es soll ja demnächst ein neues Einwanderungsgesetz kommen mit einem Punktesystem. Wie wird das die Situation in nächster Zeit verändern? Es ist natürlich ein Schritt weg von dieser formalen Anerkennungsprüfung ein Stück weit. Es ist auch nicht so, dass es jetzt komplett wegfallen würde, sondern es wird eben zusätzlich eingeführt als eine Option, dass man, wenn man eben gewisse Kriterien erfüllt, punktemäßig, Sprache, Bildungsabschluss, Berufserfahrung und ähnliche Dinge, dann eben die Chance bekommt, das heißt auch Chancenkarte ganz offiziell, nach Deutschland zu kommen, um sich eben auf Jobsuche zu machen, dann für ein Jahr. Und ja, das wird sicherlich flexibler das Ganze machen und von daher wird man abwarten müssen, was das insgesamt dann bringt. Also vielleicht in dem Sinne natürlich schon eine Zubewegung auf das kanadische System, ganz klar. Und von daher ja, dürfte das die Zahl der Personen, die nach Deutschland kommen wollen, sicherlich nicht reduzieren. Wie groß der Umfang ist, wird man sehen. Die Migrationsdebatte wird gerade erneut sehr hitzig geführt. Dabei stellen sich auch immer wieder die Fragen, ob wir eigentlich eine Verantwortung gegenüber geflüchteten Menschen haben und wie viel ein Aufnahmeland überhaupt leisten kann. Und über mögliche Antworten auf diese Fragen unterhalte ich mich jetzt mit Doktorin Lisa Hecht. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Philosophie. Sind wir denn für die Geflüchteten, die jetzt auch gerade aktuell nach Europa kommen, eigentlich verantwortlich? Also ich denke, da gibt es einen großen Konsens, dass wir Verantwortung tragen. Dem würde wahrscheinlich niemand widersprechen. Und die strittige Frage ist dann eigentlich nur, wie groß ist unsere Verantwortung? Also wem sollen wir helfen? Wie viel müssen wir leisten, um Menschen zu helfen? Wie priorisieren wir verschiedene Gruppen von Menschen, die zu uns kommen aus verschiedenen Fluchtgründen? Warum sind wir denn eigentlich verantwortlich? Also hat das moralische Gründe oder warum ist das so? Ich denke, man kann grob 2 Gründe ausmachen, warum wir Verantwortung tragen. Das ist einmal eine allgemeine humanitäre Hilfspflicht, die wir gegenüber Menschen haben, denen es schlecht geht. Diese Hilfspflicht besagt einfach, wenn es einer Person schlecht gibt und es gibt eine andere Person oder Institution, die dieser Person helfen kann, ohne damit unverhältnismäßige Kosten auf sich zu nehmen, dann besteht eine Hilfspflicht. Die andere Pflicht ist eine Wiedergutmachungspflicht. Die besteht dann, wenn eine Person oder eine Institution für Schaden verantwortlich ist, den eine andere Person zu tragen hat, dann muss dieser Schaden wieder gut gemacht werden. Also wenn ein Land wie Deutschland dafür Verantwortung trägt, dass Menschen aus ihrer Heimat fliehen müssen, zum Beispiel weil die Lebensgrundlage zerstört ist, zum Beispiel weil dort ein Krieg ist, in den Deutschland verwickelt ist, dann hat Deutschland nicht nur eine Hilfspflicht, sondern auch eine Wiedergutmachungspflicht. Weltweit gibt es momentan 108,4 Millionen Flüchtende, Asylsuchende oder Binnenvertriebene. Die Hauptursachen für das Verlassen der Heimat sind Krieg und Gewalt, Menschenrechtsverletzungen sowie klimatische und Umweltveränderungen. Ende 2021 kamen 69% der Geflüchteten aus nur 5 Ländern.
Syrien, Venezuela, Afghanistan, dem Südsudan und Myanmar, hauptsächlich aufgrund von Krieg und Gewalt. 2021 gab es etwa 38 Millionen Menschen, die ihre Heimat innerhalb der Landesgrenzen verlassen mussten, sogenannte Binnenvertriebene. Ein Großteil dieser Zahl geht auf wetterbedingte Katastrophen wie Stürme oder Überschwemmungen zurück. Unterscheidet sich denn unser Verantwortungsgefühl je nach Fluchtgrund, warum jemand zu uns kommt, also aus wirtschaftlichen Gründen oder aufgrund von Krisen oder Krieg? Das ist ja in der Tat so, dass Menschen, die politisch verfolgt sind oder verfolgt aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihrer Religion, diese Menschen haben Anspruch auf Asyl in Deutschland, auch Menschen, die in ihren Heimatländern vor Krieg fliehen. Auch die genießen subsidiären Schutz in Deutschland. Also diese Menschen unterscheidet man dann von Menschen, die aus Armut fliehen oder sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge. Da könnte man jetzt sagen, dass diese Unterscheidung gerechtfertigt sein könnte. Einmal ist das die Tatsache, dass wir davon ausgehen, dass Menschen, die vor Verfolgung fliehen und vor Krieg fliehen, dass es denen schlechter geht. Aber tatsächlich stimmt das dann nicht immer so perfekt überein mit den Kategorien, die wir haben. Wie können wir denn damit umgehen, dass Geflüchtete innerhalb Europas ungleich auf die Länder verteilt werden? Also was macht das mit Europa? Wenn wir akzeptieren, dass Länder gewisse Pflichten gegenüber Flüchtlingen haben, dann muss die erste Frage sein, hat das jeweilige Land schon die Pflicht erfüllt? Es ist natürlich so, dass wir, wenn es um die Aufnahme von Flüchtlingen geht, müssen wir schon danach schauen, wie viel kann ein Land leisten. Und da schauen wir danach, wie wohlhabend ist das Land, wie viele Einwohner hat das Land, also wie hoch ist die Integrationskapazität, wie politisch stabil ist das Land. Welche Verantwortung wäre denn höher anzusetzen? Die, die man gegenüber der eigenen Bevölkerung hat oder die man gegenüber Geflüchteten hat oder die Pflicht zu helfen? Das ist stark umstritten. Also, es gibt Philosophen, die sagen, nein, wenn wir das ernst nehmen, die liberalen Prinzipien ernst nehmen, also Gleichheit, gleicher moralischer Wert aller Menschen, wie können wir das dann rechtfertigen, dass unsere Staatsbürger mehr wert sein sollten? Andere sagen, nein, es gibt gute Gründe dafür, dass wir mehr Gewicht unseren Mitbürgern geben als anderen Menschen. Das könnte zum Beispiel daran liegen, dass wir auf eine Weise mit unseren Mitbürgern verbunden sind, wie wir nicht mit Menschen außerhalb Deutschlands verbunden sind. Also darauf kann ich keine letztendliche Antwort geben, weil das wirklich sehr stark umstritten ist. Ich habe gelernt, dass Migration ziemlich herausfordernd sein kann, sowohl für die Aufnahmeländer als auch die Personen, die immigrieren. Sie haben mit Stereotypen der neuen Sprache oder auch schlechteren Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu kämpfen. Die Zielländer hingegen sehen sich oftmals mit der Integration überfordert. Ich habe aber auch viele Gründe erfahren, Migration nicht nur als Risiko, sondern auch als Chance zu begreifen. Zum Beispiel, um den Fachkräftemangel zu bekämpfen. Und das war's auch schon wieder mit dieser Folge der guten Frage. Lasst uns doch gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr es interessant fandet. Wenn ihr hier oben klickt, dann kommt ihr zur letzten Folge, da ist Karl der Frage nach der Zukunft des Waldes auf den Grund gegangen. Und hier unten gelangt ihr zu einem weiteren Video von unserem Kanal.